Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Kurzimpuls am Herz Jesu Fest. Am Freitag der 3. Woche nach Pfingsten wird das Hochfest Herz Jesu oder Heiligstes Herz Jesu gefeiert. Kennzeichen dieses Festes ist das durchbohrte Herz, von der Lanze durchbohrte Herz, dann die Dornenkrone als Zeichen des Leidens darum herum, aber auch die Geistflamme, dass alles im Geist Gottes geschehen ist und zur Reinigung von den Sünden beigetragen hat, durch das Kreuz, und alles ist umgeben von einem Nimbus, einem heiligen Schein. Das ist zumindest die künstlerische Darstellung des Bildes des Herz-Jesu-Festes. Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu ist eine Ausdrucksform der römisch-katholischen Spiritualität. Das heißt, dieses Fest ist nicht ein dogmatisches Fest, sondern ein Fest der Spiritualität. Es bringt zum Ausdruck, wie konkret ein Glaubensinhalt gelebt wird. Praktische Frömmigkeit im Gegensatz zur theoretischen. Dabei wird Jesus Christus unter dem Gesichtspunkt seiner durch sein Herz symbolisierten Liebe verehrt. Die Liebe, die er den Menschen entgegenbrachte, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Der dazugehörige Grundtext aus dem Evangelium ist Johannes 19,34, die Durchbohrung des Herzens am Kreuz, beziehungsweise Johannes 7,37 bis 38, wo es heißt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das heißt, es wird auch als die Geburt, die kontinuierliche Geburt, die andauernde Geburt der Kirche in diesem Bild gesehen, die eben durch das Kreuz und die Öffnung des Kreuzes gestiftet, geboren wurde, genauso wie das Bild im Alten Testament Eva durch die Öffnung der Brust Adams und der Entnahme der Rippe geboren wurde, so wird Christus durch die Öffnung der Brust aus dem Herzen Christi geboren. Auch das ist ein Bild, unter dem man das verstehen kann. Das durchbohrte Herz des Gekreuzigten ist also die Quelle der Sakramente der Kirche. In der Präfation der Votivmesse vom Heiligsten Herz Jesu heißt es daher auch, aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser. Aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Es ist also ein Fest der Freude. Wir sollen freudig schöpfen aus den Quellen des Herzens Jesu und nicht widerwillig und murrend. Die Herz Jesu Verehrung. Schon in der frühen Kirche gab es die Vorstellung einer aus dem Herzen Jesu hervorgehenden Kirche. Das hat übrigens nicht in Konkurrenz gesehen zu werden mit der Vorstellung, die Kirche sei durch das Pfingstfest begründet worden. Ohne die Öffnung der Seite Jesu und ohne die Auferstehung hätte es logischerweise mit der Himmelfahrt auch keine Pfingsten gegeben. Wir können das ruhig auch als Einheit sehen. Im Übergang des christlichen Altertums zum Mittelalter formte sich eine Herz-Jesu-Frömmigkeit aus. Da wurde also Spiritualität daraus, gelebte Frömmigkeit. Im Mittelalter findet sich eine ausgeprägte Herz-Jesu-Verehrung, zum Beispiel beim heiligen Franz von Assisi, wird gezeigt in der Vision von San Damiano.
Und besonderer Impuls zur Herz Jesu Verehrung kamen von den deutschen Mystikern des Hoch- und Spätmittelalters. Unter anderem fällt mir da gerade Heinrich Seuse ein. Diese Folie ist übertitelt mit Widerstand der Herz Jesu Marxisten. In den verschiedenen politischen Auseinandersetzungen seit dem 18. Jahrhundert wurde das Herz Jesu immer wieder auch zu einem Symbol der Glaubenstreue. So etwa während der Französischen Revolution, dann aber auch im Tiroler Widerstandskampf, im deutschen und Schweizer Kulturkampf, in der Zeit nach dem Verlust des Kirchenstaates bis hin zur kuriosen Redeweise von Herz Jesu Marxisten als Bezeichnung von christlich-sozialen. Das war also die Zeit, in der sich christlich-soziale Parteien zu gründen begannen. Ein aus Tirol stammender österreichischer Meister hat noch vor wenigen Jahren damit Aufsehen erregt, als er sich anlässlich seiner Angelobung auf das heiligste Herz Jesu berief. Das ist dann eben lobenswerterweise gelebte Frömmigkeit auch hineingetragen in die Politik, denn wir sollten uns nicht von der Politik Unfrömmigkeit diktieren lassen, sondern wir sollten die Politik wieder etwas christlich-sozialer, etwas frömmer machen. So ist die Herz-Jesu-Frömmigkeit auch in der heutigen Zeit eine Zufluchtsburg für bedrängte Gläubige innerhalb der Kirche, die weder traditionalistisch noch progressiv sein wollen, sondern einfach nur treue Katholiken, treu katholisch sein wollen. Dazu gehört die Lehre der Schrift und auch das Bekenntnis der Kirche von den apostolischen Vätern bis zum Zweiten Vatikanum. Ja, vom Apostelkonzil, wenn man so will, bis zum Zweiten Vatikanum. Denn es ist katholisch, es ist katholische Geschichte. Diese Folie habe ich überschrieben mit Widerstand der, in Anführungszeichen, Herz Jesu Marxisten. Herz Jesu Marxisten, wenn man so will, oder eben christlich-soziale, lehnen extreme Haltungen grundsätzlich ab und wollen nur auf dem schmalen Grat des Pfades zu Gott bleiben. Also nicht rechts, nicht traditionalistisch, aber auch nicht links, nicht zu den Progressisten gehörend. Denn auf einem Pfad wie diesem könnte man sonst ziemlich schnell abstürzen und in die Irre gehen. Einfach das tun, was die Kirche in ihrer Zeit immer als wahr erachtet hat und sich auch an die offizielle Liturgie der Kirche halten. Doch das ist heute zusehends schwieriger. Die einen wollen sie abschaffen zugunsten eines mehr oder weniger protestantischen Wortgottesdienstes und andere wollen zurück zu der Rubrik überbordenden alten, wenn auch wunderschönen tridentinischen Liturgie in einer Sprache, die niemand mehr versteht. Der Weg der Mitte ist aber der Weg des Kreuzes. Und das Kreuz selber war dreisprachig, mehrsprachig. Die Lokalsprache Hebräisch,
die Weltsprache Griechisch zur damaligen Zeit und die Militärsprache Latein, damit auch die Soldaten verstanden, wen sie da kreuzigten, nämlich den König der Juden, Jesus von Nazareth. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen nie vergessen, dass jede Eucharistie, jede Messe dieses Geschehen vergegenwärtigt. Wäre es heute in Israel, in Jerusalem, so wäre Latein bestimmt nicht mehr aufgeführt. Es wäre noch Hebräisch, auch nicht Griechisch, sondern vielleicht Englisch und meinetwegen noch Chinesisch oder eine andere Großsprache. Halten wir einen Augenblick an diesem Gedanken fest, denn er ist sehr zentral. Bleiben wir auf dem schmalen Grat der Mitte, bleiben wir katholisch, weder links gerichtet noch rechts gerichtet, sondern einfach nur katholisch. Das ist inmitten des Menschen, im Herzen, eben im Herzen Jesu. Seien wir zentriert auf dieses Herz. Und in diesem Herzen gibt es keinen Platz für Herzlosigkeit und Verteufelungen von anderen. Ich verurteile keinen, ich verurteile weder einen, der sich da engagiert im synodalen Weg. Ich verurteile auch keinen, der sich engagiert für die althergebrachte Liturgie. Es steht mir nicht an, es steht mir nicht zu. Aber ich frage, ist es tatsächlich der Grat, auf dem da gegangen wird? Denn die Kirche lehrt eben offiziell etwas anderes. Und wenn sich die nicht daran halten, an das, was sie lehren, dann bleibt mir auch nur wieder übrig zu sagen, tut, was sie sagen, aber nicht, was sie tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ein gnadenreiches Fest des heiligsten Herzens Jesu und segne Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.